Und das ist wirklich ehrlich jetzt ein Feedback auch nochmal von mir, was ich so glaube ich noch nicht angesprochen habe. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir, egal wann und wo du bist. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Und ich möchte eine Sache sagen, das ist wirklich ganz verrückt. Und was mir auch aufgefallen ist in den letzten Jahren hier in der Türkei, was eigentlich logisch ist, aber was dann einem später erst auffällt oder einem bewusst wird, erfährst du gleich. Ich drehe jetzt einmal die Kamera, damit du siehst, wo wir sind. Vielleicht kennt das ja der ein oder andere bereits schon. Hier vorne ist die Burg von Alanya, die Kalle. Hier ist ein Sportplatz sozusagen und dahinter das Mittelmeer. Also wirklich krass. Und da fährt auch ein Boot gerade vorbei. Richtig cool. Und dann haben wir hier verschiedene Strandabschnitte einfach. Hier steht mein Roller. T-Shirt ist nass geschwitzt, war gerade laufen. Habe eine Runde Sport gemacht. Gute 5 Kilometer gelaufen. Habe mich jetzt ausgiebig gedehnt. Und genieße jetzt diese heißen Temperaturen noch, wobei ehrlich gesagt auch das beim Sport dann echt zur Qual werden kann. Aber dazu jetzt mehr. Dann möchte ich zu dem einen Punkt kommen, den ich persönlich echt crazy finde, also wirklich verrückt. Und das ist der Punkt, dass es viele Menschen gibt, die unter extremsten Bedingungen hier in der Türkei, in Alanya, und ich weiß natürlich auch weltweit, ganz klar, aber unter heißesten Bedingungen so diszipliniert sind und Sport machen. Also wirklich, das finde ich extrem krass. Denn wir haben mittlerweile jetzt so circa 10 Uhr morgens und wir haben locker 35 Grad schon. Und der Hinweg, die eine Strecke war voll in Ordnung bei mir. Aber nachdem ich jetzt circa 2 Wochen keinen aktiven Sport gemacht habe, also mit Laufen, merkt man das einfach. Und dann ist mir bewusst geworden, was die letzten Jahre auch eigentlich passiert ist und warum auch viele andere YouTuber oder auch Influencer oder wie man sie auch nennen möchte, so aussehen, wie sie aussehen. Und dazu werde ich gleich was sagen. Aber was ich echt verrückt finde, ist, dass die hier so viel Sport machen. Also wirklich, das finde ich heftig. Weil als ich hier angekommen bin, waren viele Jugendliche, teilweise auch Jugendliche, waren schon fertig mit dem Sport. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, die müssen ja auch wahrscheinlich gleich irgendwo hingehen, arbeiten, ins Hotel oder sonst irgendwo. Aber es spielt keine Rolle. Egal, was sie noch vorhaben heute im Laufe des Tages, sie haben es durchgezogen. Und das finde ich krass. Und dementsprechend Hut ab. Das ist verrückt, weil ich hatte den letzten Kilometer auf jeden Fall schon gut zu kämpfen. Und das ist ja eigentlich ein Witz für denjenigen, der natürlich Sportler ist. Ja, aber diese Bedingung, diese Hitze, die macht schon echt einen zu schaffen. Ja. Und das ist auch wahrscheinlich ein Grund, und das ist wirklich ehrlich jetzt ein Feedback auch nochmal von mir, was ich so glaube ich noch nicht angesprochen habe, das folgende, dass diese Hitze natürlich auf der anderen Seite, auf der einen Seite schön ist, aber auf der anderen Seite einen so zu schaffen machen kann, dass du tagsüber natürlich gar nicht mehr rausgehst und die Energie nicht mehr als Energiespender da ist, sondern als Energieräuber. Und da muss ich mich auch an die eigene Nase fassen. Genau so ist das nämlich. Ich habe bis vor circa 2 Wochen schon gut viel Sport gemacht eigentlich, auch am Strand. Ihr habt es wahrscheinlich verfolgt, auch bei den anderen sozialen Medien. Aber ich habe es dann schweifen lassen. Aufgrund Ausreden, Hitze, ist mir zu heiß, muss früher aufstehen, keine Lust, blablabla. Ja? Und deswegen kann ich auch verstehen, warum Menschen aus Spanien, Italien, auch aus der Türkei, aber aus Spanien kennt man das Ganze, dass sie eine Siesta machen. Ja? Ich kann es mittlerweile echt verstehen, weil es ist einfach eine brutale Hitze. Aus Deutschland, wenn du kommst, freust du dich, wenn du mal für ein paar Tage hier am Urlaub, Strand bist, abhängen kannst und natürlich die totale Hitze genießen kannst. Aber ganz ehrlich, wenn du hier lebst, und ich habe es in den ein oder anderen Kommentaren schon gesehen und gelesen, dann ist das eine Qual für viele und vor allen Dingen, es wird irgendwann nervig. Das stand in einigen Kommentaren. Also das finde ich extrem. Und da muss ich schon sagen, das ist schon heftig. Und deswegen muss man aufpassen, dass es auch nicht zu eintönig wird. Ja? Man muss sich auf jeden Fall, gerade als Auswanderer, wenn du ja an sich nichts mehr zu tun hast sozusagen oder auch Rentner bist, musst du aufpassen, dass das Ganze nicht zur Einöde wird und nicht langweilig wird. Deswegen musst du dir auf jeden Fall einen Ablaufplan schaffen. Ja, und das ist extrem wichtig. Ja, und dementsprechend mach dir darüber auch mal Gedanken eventuell oder schick das Video gerne weiter an diejenigen, die vielleicht schon ausgewandert sind, damit die nicht
nämlich, jetzt kommt's, ja, an Übergewicht irgendwann leiden, weil wenn ich mir den einen oder anderen anschaue, hier, aber auch in den sozialen Medien, egal ob YouTube oder die anderen Plattformen, einfach, ganz ehrlich, das ist heftig. Und ich sehe es ja auch bei anderen Auswanderern. Die werden, man könnte sagen, von Tag zu Tag dicker. Ja, übertrieben gesagt. Ja, vielleicht fällt dir da der ein oder andere ein, aber ich finde das extrem. Man muss auf seine Gesundheit achten, man muss auf seine, ja, Figur kann man auch sagen, achten. Und der ein oder andere macht das so, der andere macht das so. Ja, aber ich glaube, um eine gute Ernährung, richtige Ernährung, weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker. Deswegen, ich habe es gestern nochmal explizit angesprochen in dem letzten Video. Guck dir das gerne nochmal an. Ich werde es auch hier nochmal verlinken, wo wir da waren. Wirklich schöne Ecke, weil es ist an jeder Ecke Zucker, es ist an jeder Ecke Fastfood, gerade an solchen Standorten, in solchen Restaurants. Es ist klar, die Leute wollen Geld machen, aber nicht auf Kosten deiner Gesundheit. Und dementsprechend ist es so wichtig, meiner Meinung nach, um ein Bewusstsein dazu zu haben, zu schaffen, für sich und seine Gesundheit. Und es ist egal, ob du jetzt aktuell unter Übergewicht leidest, du kannst ja immer noch was tun. Es ist ja nur eine Einstellungssache im Kopf. Du musst den Schalter umschalten sozusagen auf mehr Gesundheit, auf mehr Bewusstsein für deinen eigenen Körper und Geist, weil dann wirst du auch länger schönere, gesunde Erfahrungen erleben können. Und vor allen Dingen gesund auch irgendwann dann abtreten. Ja? Und deswegen finde ich das ganz krass, dass, weil ich auch selber die Erfahrung gemacht habe, gerade speziell in Paraguay, wir sind da raus, ich habe fast 5 Monate keinen Sport gemacht. Ich habe das noch nie zuvor gehabt, weil ich immer Sport gemacht habe. Also auswandern, Leute, ist auch nicht ohne. Auswandern kann faul machen. Und deswegen musst du extrem aufpassen, dass du nicht in diese Falle trittst, dass es zu langweilig wird, dass es zur Einöde wird oder sonst irgendwie, wie du es nennen möchtest. Ja? Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich mit dem Video noch mal ein bisschen wachrütteln konnte. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du gerne den Daumen natürlich da lassen, wieder mal einen Kommentar, deine Meinung da lassen und aber auch natürlich gerne kannst du den Kanal kostenlos abonnieren. Und als Krönung, wenn es dir gefallen hat, richtig gut und du denkst, hey geil, ja, ich muss das mal, diesen Kanal allgemein oder das Video an Freunde schicken oder in meinen WhatsApp-Status schicken, pack das gerne rein. Ich bedanke mich hier schon mal ausdrücklich, denn für dich ist es nur ein Fingerdruck, ein Fingerklick, zack, rüber. Aber für mich ist das richtig viel. Also dementsprechend richtig cool. Vielen Dank für diesen ganzen Support auch der letzten Tage und Wochen. Ich freue mich auf jeden einzelnen neuen Abonnenten und freue mich auch schon auf das nächste Video euch machen zu können. Und wenn ihr Ideen habt, was ich für ein Content, was ich für Beiträge auch noch posten kann, dann schreibt es auch einfach in die Kommentare. Ich freue mich auf das nächste Video. Beste Grüße aus Alanya, euer Markus.